Of course, of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung, zurück mit Arthur Morgan, der frisch eingekleidet ist. Können wir uns das eigentlich nochmal irgendwie angucken? Wie war denn das noch gleich, wie wir wieder auf die andere Perspektive zurückkommen? C, kann ich mich zurück umblicken? Irgendwie geht das, ist auch nicht so wichtig. Liebe Leute, wir sind auf jeden Fall fesch eingekleidet, sehen wir nachher in den Cutscenes. Wir sind hier aus irgendeinem Grund an der Dorfkirche beim Friedhof. Arthur hat es sich hier gemütlich gemacht. Es ist nachmittags irgendwie 3:30, glaube ich, hatten wir irgendwie gesagt. Irgendwie konnte ich das auch hervorholen, diese Information. Ich meine, da haben wir die Karte. Die kann man also auch so mal einschalten hin und wieder. Das werde ich mir mal merken, dass wir mal zwischendurch navigieren können einfach. Yep. In etwas einfacherer Form. Wie wär's mit einer Zeitung? In need of a good story? Ich würde sagen, wir holen uns mal die Nummer... Ach, die ganzen Zeitungen hier. Und lesen die uns gleich mal, oder vielleicht im Lager mal in Ruhe durch. Wir wollten ja erstmal hier zu Dutch gehen. Und Dutch ist hier drüben bei diesen Möchtegern-Sheriffs. Wir erinnern uns. Da drüben ist der Doktor und hier geht es... Of course, of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry, Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Oh, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Ah, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is costing this county its good name, and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta set me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Climb on up. Let's go. Ja, Archibald, wir kommen sofort. Meine Güte, jetzt sind wir hier Hilfs-Sheriffs für die Grays. Ich weiß ja nicht, Come on, we need to get moving. ob mir das gefallen will. Wo kletter ich denn da hoch? Hier drüben? Ich habe keine Are Ahnung. you getting on then, mister? Ja, wenn mich das Spiel aufsteigen lässt. Auf das Pferd ja wohl nicht. Ich müsste doch eigentlich nur hier hoch. Ich hab keine Ahnung. Wie soll ich da hoch ohne Kontextmenü? Ach, einfach mit E. Ach Gott, ich stell mich an. Sorry, Leute. And your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson.
Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course. Who else would be? But you were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Braithwaites? Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Grays and the Braithwaites think the others stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. Ja, ganz spannend. Im Hintergrund steht ja irgendwie noch diese Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs, wie wir jetzt an mehreren Stellen wie wir gehört haben. Aber irgendwie scheint es ja so... Whoa! Hold up! You see that wagon? Ich glaube, diese Gedanken spare ich mir mal auf, liebe Leute, für den nächsten Tagebucheintrag. Das finde ich nämlich ganz spannend, was Arthur sich hierüber denkt. Oh oh, da liegen Leute. Come on, mister. Oh oh. Keep your eyes open. Uff. No. This must have happened recently. Ich will ja nichts sagen, aber für recently sieht er ziemlich bleich aus, oder nicht? Hey, come have a look at this. Ja, bin schon da. Look. Suit and tie. One bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Okay. We should get going. I'll send someone over here later to clean this up. Also ich weiß ja nicht, für mich sehen die hier ein bisschen sehr fahl aus sind mal eben kurz vor kurzem umgebracht worden. Aber wer bin ich, das hier in Frage zu stellen, wie? Naja, weiter geht's offensichtlich. I'm just glad we got Archibald here to show us the ropes. Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. Sure. I'll direct you. Okay. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-Army Free Staters without an ounce of respect for the law. That's 7 government officials they've murdered this year alone. Go right at the crossroads. Yep. Not the nicest fellas in my experience. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. They're right again here. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. Would drink a sailor under the table before breakfast.
He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are, selling moonshine to murderers. I tell folks don't even speak to him. Don't even look him in the eye. I'm sure I wouldn't. Hier sind wir doch falsch. Warum hat er denn nichts gesagt, Mensch? Das ist ja völliger Blödsinn hier. Jetzt müssen wir hier kompliziert drehen. Ja, aber im Sumpf hier, ich meine, gut, ich kann auch hier einfach weiterfahren. Wenn du lustig bist, dann machen wir das. Meine Güte, das ist ja hier das letzte Sumpfland. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Even saying that word makes me sick. Now, anyone we find here, we bring in alive, understood? Round them up, then take... Das machen wir sofort, liebe Leute. Ich will nur gerade einmal was nachsehen. Nee. Wartet mal. Die Sammlung an Uhren, Platin-Taschenuhr wollte ich ausrüsten. Das hatte ich nämlich vergessen vorhin. Jetzt können wir die nämlich hier wieder... Jetzt haben wir noch nicht mal ein Gewehr mit. Naja, dann müssen wir halt mit dem Revolver Vorlieb nehmen. Wir sind ja hier offenbar sowieso am Schleichen. Ganz leise jetzt. See? See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in '78. How will you handle this? Well, the way I see... Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? Oh, wir gehen links rum. We'll take the left. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. A fine idea. Hush. Remember what he said. We need them alive. Ach so, Let's just lebendig. knock them out and then tie them up. Got it, Deputy Williamson. Dann möchte ich mal kurz aber mir die Karte anzeigen lassen hier. Dass ich hier sehe, da ist einer da. Ja, okay. Jetzt muss es ohne gehen, finde ich. Schleichen uns hier ganz vorsichtig an. Wir müssen aber warten, bis der nicht mehr in unsere Richtung guckt. Was er derzeit noch tut, ne? Na, komm schon. Beweg dich. Oder kriegen wir das hin, ihm hier unter der Nase entlang zu schleichen? Da ist ja noch jemand. Ach, das ist ja schon Bill. Ich wollte gerade sagen, wo ist der hin? Hier hockt doch jemand. Bild schicken oder Führung übernehmen. Wir schicken mal... Ne, wir machen das mal. I'll deal with him. Okay, make it quick. Kein Problem. What are you doing? I think I saw another one guarding the still. I'll get this feller trussed up. Ja, okay. Dann marschieren wir schon mal weiter hier. Ach, guck mal, die haben auch schon was dabei. Und hier drüben ist noch einer. Oh, was mache ich denn jetzt? Platsch. Gut, ihr habt zwei. Ja, machen wir. Der steht da vorne. Der wird uns ja wohl hoffentlich hier nicht sehen.
Säuft sich hier auch schon ein. So. Das gibt ein schönes Träumchen. Good work, gentlemen. Die Schwarzbrenner im Walde hier. Aber die haben wirklich einiges hier gehortet. Hier seht ihr die Destillen. Hier wird richtig schön schwarz gebrannt. Und Sheriff Grey lässt hier ganz uneigennützig aufräumen. Das ist ja wirklich glorreiche Sheriff-Arbeit, die wir hier machen. Add 'em to the pile, Arthur. I think that's it. Well, what do we do now? We better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure. Anyone but him. Oh, So- think you're real funny, don't you? Tell me about That is the last time I'll mention it, I swear. Yeah, I'm sure. Well, Dynamit. years ago they was the finest family around. 1,000 acres or more, 300 slaves, and, well, decadence crept into their way of living. Decadence and debauchery. Kind of like in England, which is why they cut the king's head off. And at the same time, the Grey family came from Scotland recently, maybe 120 years ago. And they challenged the Braithwaites. And over time, a feud developed. With the Greys being right and proper in pretty much everything, and the Braithwaites being uncivilized and English in their manners, if you know what I mean. And so it has gone on like this for years. Please tell me you're almost done, Arthur. Sure. Er hat die Schnauze voll, dass hier voll gequatscht Just a wird. second. Naja. Aber das ist ganz interessant, diese Hintergrundgeschichte. Ich glaube, das wird Arthur in einem Tagebucheintrag beschäftigen demnächst. Das ist dann doch mal ganz interessant. So. Bitteschön. That belongs to the Lemoran Raiders, you sons of bitches! Shit! We got men over here! Jo, wir kommen. Shit! That almost got me! Give me a hand with these bastards! Bin dabei. Raiders make the law around here! Sorry, boys. Get behind Soviet! This is the state of Lemoran! We'll show you! Ah! There's more coming up from those huts! Kommen noch mehr. Oh, den aber gut getroffen. Good money for that! Lemoran Raiders! Do that, folks. Nanu! Kriegst du den selber nicht platt? Take this one count! Meine Güte, hat der ausgehalten. There are more by those huts! Let's clear them out! Burg will have you going. There's a special place in hell for those who cross. Aha, so war das. So hätte ich jetzt diesen Modus aktivieren können und ich krieg den noch nicht mal down, das gibt's ja gar nicht. Arznei. Oh Gott, wir sind hier ganz schön... Say your prayers now, you son of a bitch! Gottes Willen, also mit diesen Revolvern braucht man ja doch... I don't see any more. Do you? No. Ich glaube, wir Let's haben's. find Dutch and get out of here. Fine by me. Ja. Wir werden mal...
Quick, let's go before any more show up. Warte mal. Haben wir Arznei noch dabei? Irgendwas? Gegenstände? Ja, ich glaube, wir brauchen jetzt mal eine starke Arznei. Um das wieder rund zu machen, das Ganze. So, dann werden wir hier mal plündern gehen. Wir haben einiges zu plündern hier. Brief der Lemoinenräuber haben wir hier auch noch. Aha. Gibt es hier noch mehr, was sie dabei haben? Munition für Repartiergewehr. Okay, Revolvermunition. Silberring mit Emblem. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Bisschen Dynamit. So, jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Wir sollen einfach nur wieder zurück. Okay, dann plündere ich. Solange müssen die jetzt Zeit haben, hier die anderen. Und ich hier noch irgendwelches Zeug mitnehme. Von diesen ganzen umgebrachten Räubern. Das waren ja doch eine ganze Menge am Ende. Die wir hier ziemlich schlimm zugerichtet haben. Ah, noch eine silberne Taschenuhr, sehr schön. Ja, so ein paar Sachen kann man ja nachher wieder verkaufen. Und Munition können wir nie genug haben. Starke Pferdearznei, das ist auch ganz nützlich. Die sollen ja hier nicht... Selten, dass die mal Geld bei sich haben im Übrigen. So, Platinschnalle haben wir auch noch gefunden. Eine Gürtelschnalle und einfache Gewehrmunition. Okay. Ach Gott, hier liegen ja auch noch welche. Das war sozusagen der Anfang von unserem Kampf hier. Nochmal eine Taschenuhr. Können wir auch alle nachher wieder verkaufen. Soweit, so gut, liebe Leute. Dann werden wir uns jetzt mal beeilen, zurückzukommen zu den anderen. Denn ich finde, wir haben hier lange genug. Well done. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah. Seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it. For personal consumption, it's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. But my cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a piece Finally. of crap. Come on, move it. We have a life Move it. on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on, you ride with me. Okay. Also nach Hause mit Dutch. Somewhere near camp, boss? Yes, show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the young Dutch again. What do you mean, young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Moment mal. Dann möchte ich wiederum die Karte angezeigt haben. Warum nicht? Okay, you're on.
That's the spirit. Okay. On my word. Set, go. Boah, ist das schnell. Dann wollen wir mal. Rennen gegen Dutch. Auf geht's. Wir lassen ihn ja wahrscheinlich sowieso You gewinnen, never oder? were much of a rider. We'll see about that. Schauen wir mal. Also bislang überholen wir dich hier, Kollege. Das ist ja ein enges Rennen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich lasse jetzt mal für solche Aufgaben die Karte zukünftig, glaube ich, angeschaltet. So schlimm ist sie ja nun auch nicht und wir sehen zumindest, wo wir hin müssen. Na, von wegen, mein Freund. Von wegen dem Pferd die Schuld geben hier. Oh, 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 da habe ich mich verlaufen und er ist wieder vor. Scheibenkleister. Na, aber er hat sich auch verlaufen, jetzt sind wir wieder vor. Okay. Raus aus dem Wald und wieder in die Prärie. Das sieht ja schon schön aus. I'm just picking my moment, Dutch. It's sad to think back to you in your prime. Ja, wir haben keine Ausdauer mehr. Das war's für unser Pferd. Dann werden wir wohl verlieren. Ja, das Pferd schafft es nicht. Ich könnte ihm natürlich hier was geben. Glaube ich. It's all right. Dopen wir mal mit Stimulanz. Aber ich glaube, es ist schon zu spät, ja. Das schaffen wir nicht mehr. Wir sind genau vom Lager. Das war jetzt eine Verschwendung. Na gut, dann ist das so. Wir sind ein guter Verlierer. Damit können wir leben. Haben wir Dutch gewinnen lassen. Soll er sich freuen. Whoa. Da galoppieren wir jetzt ganz easy ein. Da mache ich mir jetzt hier keine Mühe mit. Ja, dem Pferd ist die Puste ausgegangen. Da können wir tatsächlich nichts für. Das ist wirklich so. Oh, I am sorry, son. Well, spare the gloating, Dutch. Oh, I'm not a gloater. Why would I laugh at the fact that you haven't learned, after all these years, to ride a horse very well? That is a source of great sorrow to me. Very funny. I had fun with you today. Be well. Here? Well, I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Ein Sohn? Ich hätte jetzt gedacht, ein normaler, guter Freund oder sowas. Tja, liebe Leute, aber so ist das nun mal. Komm, lass uns noch mal Pepper hier ordentlich striegeln. Das hat sie sich jetzt verdient hier. Nein, Tilly. Ich bin jetzt beschäftigt. Ihr müsst mich nicht bei jeder Gelegenheit hier anquatschen. Es geht mir langsam echt auf den Zwirn. Ich will einfach nur mich um mein Pferd gerade kümmern. Und nicht 5000 Anfragen beantworten. So. Das muss immer noch gestriegelt werden. Verdammte Axt. So, jetzt sieht es auf jeden Fall besser aus. Und jetzt können wir meinetwegen auch Tilly was beantworten. Die ist aber schon wieder abgehauen. Nur denn. Dann ist das eben so, liebe Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin mir ziemlich sicher mit einem sehr interessanten Tagebucheintrag hier über all das, was wir bisher über die Greys und die Braithwaites erfahren haben und diese Vergangenheit der Jahrzehnte und Jahrhunderte, die hier schon vorlagen. Ganz, ganz spannend gemacht. Also bis zum nächsten Mal. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.